Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge. Mir ist leider ein kleines Missgeschick passiert und ich habe die Vorbesprechung und die Präparation anscheinend nicht aufgenommen. Habe es nicht bemerkt und die Käfer dann präpariert, die sind jetzt schon getrocknet. Aber dann bespreche ich die Art einfach beim Abnadeln mit euch. Und zwar haben wir hier ja unsere erste Pseudolucanus-Art für diese Serie. Das ist auch meine zweite Art dieser Gattung erst in der Sammlung. Die Art, die ich bereits habe, ist Pseudolucanus busignii. Und ja, das ist auch tatsächlich mit einer der seltensten, stammt aus der Türkei. Und Pseudolucanus barbarossa ist eine in Europa verbreitete Art und auch in Teilen Nordafrikas. Hauptverbreitungsgebiet ist Spanien. Dann gibt es noch Vorkommen in Portugal und ja, in Marokko. Diese Exemplare hier stammen aus Segovia. Das ist eine spanische Stadt, ja, liegt relativ zentral innerhalb Spaniens. Ja, und die Art ist auch ziemlich selten. Ich habe diese beiden Männchen jetzt hier zu 25 € bekommen in Frankfurt auf der Börse. Und da musste ich dann zuschlagen. 2 Männchen für 25 ist schon gut. Ein guter Preis. Und ja, haben dann auch gleich eine schöne Größenvariation dieser Männchen dabei. Das große Männchen hat 39 mm und das kleine hat 32. Interessant ist, dass bei dieser Art ja, die Fühlerkeule sechsfach gezähnt ist und ja, deutlich keuliger aussieht, vom Erscheinungsbild ähnlich wie bei Lucanus laticornis, welche aber in die Gattung Lucanus gehört, nicht Pseudolucanus. Da kommen wir dann jetzt zu. Pseudolucanus ist ja, nah verwandt mit Lucanus, allerdings bleiben die Arten von Pseudolucanus deutlich kleiner und es gibt keine wirklichen ja, langen Mandibeln. Es gibt natürlich hier auch Minor- und Major-Exemplare. Bei den Major-Exemplaren ist dann bei manchen Arten auch, oder ja, bei fast allen Arten, auch ähnlich wie bei Lucanus, der Kopf skulptiert mit Anhängen, sag ich mal. Und ja, die Mandibeln bleiben allerdings immer ungefähr auf dieser Länge, selten länger. Und allgemein bleiben die eben deutlich kleiner und sind etwas plumper vom Körperbau. Ist nicht ganz so artenreich, aber auch dort ist der Verbreitungsschwerpunkt eher in Asien. Und ja, diese Staffel werden wir noch eine weitere, ja, durchaus bekanntere Pseudolucanus-Art präparieren. Das wird dann die nächste oder übernächste Folge. Das Exemplar ist leider ein bisschen kaputt, aber ja, das besprechen wir dann in der Folge selbst. Ja, tut mir leid, dass die Präparation selbst jetzt nicht mit drauf ist und ich das Ganze so jetzt erklärt habe. Aber ja, es geht ja eigentlich auch um die Information und weniger um die Präparation in diesen Videos eigentlich. Ne? Auffällig bei diesem Männchen ist hier, dass die Segmente der Fühlerkeule in der Mitte verschmolzen sind. Das ist beim rechten Fühler nicht der Fall, das ist nur beim linken Fühler. Kann sein, dass das da irgendwie in der Puppenphase ja, aneinander geklumpt ist und sich dann nicht mehr gelöst hat. Ja, die sind also sehr stark gekämmt, die Fühler. Habe ich jetzt nicht so schön rauspräpariert leider, dass sie ein bisschen gesenkt sind und nicht aufgefächert. Naja. Ja, eine schöne europäische Lucanidae-Art, die die meisten gar nicht erst kennen. Und dann gleich zu einem guten Preis, 2 Männchen, schöne Größenvariationen gleich drin. Selbst farblich unterscheiden die sich. Das linke, größere Männchen ist deutlich dunkler, während das rechte Männchen ja, deutlich rötlicher gefärbt ist, im ganzen Körper, auch an den Beinen. Ich kann euch auch mal die Unterseite zeigen. Ja, also der ist ziemlich rotbraun gefärbt.
während er hier ja, relativ dunkel ist, auf der Unterseite auch ein bisschen rötlich. Ja, dann war es das auch schon zu denen hier. Ich hoffe, die nächste Folge geht dann wieder gut und ihr könnt dann auch die Präparation mitverfolgen. Gut, dennoch hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da, schreibt in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen.